The Lost Love of Lily Rose. Lily Rose. Das war ich. Im Ernst, ich war nicht nur die Schauspielerin, die Lily Rose auf der Bühne gespielt hat. Ich war Lily. Das klingt jetzt vielleicht albern und ja gut. Ganz im Ernst ist es auch. Aber so war ich eben. Ich dachte, wenn du ein Star werden willst, dann muss dein ganzes Leben eine Show sein. Aber wenn dein ganzes Leben eine Show ist, dann spielst du doch immer nur eine Rolle. Du bist nie du selbst. Ja, eine Zeit lang gefiel mir das auch ganz gut. Ich wusste nicht so genau, wer ich war und meine Rolle gefiel mir. Ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, dass keine Vorstellung ewig dauert. Dass jeder Vorhang irgendwann fällt und dann musst du selbst sein. Ich wusste gar nicht, wer das war. Ich selbst. Deshalb habe ich mich an alles geklammert, was mir irgendwie Halt gegeben hat. Hagen, Tristan, meine Rolle. Aber eigentlich nur aus Angst. Aus Angst davor, dass die Leute sehen könnten, dass da eigentlich gar nichts ist, wenn alles um mich herum weg ist. Und wenn mir jemand die Dinge, die mir so viel Halt gegeben haben, weggenommen hat, dann bin ich wild geworden, richtig wild. Wenn ich nur daran denke, wie wütend ich auf meine Schwester Dana war, als sie mit Hagen zusammenkam. Du hast ihn mir weggenommen. Blödsinn. Dana hat mir Hagen nicht weggenommen. Genauso wenig wie Rebecca mich Tristan weggenommen hat. Manchmal da laufen die Dinge eben einfach so. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als alles andere um mich herum weggebrochen ist. Erst da habe ich gemerkt, wer ich bin und was ich will. Ich bin nicht Lily Rose. Und ich brauche keinen schönen High-Society-Mann an meiner Seite, um mich gut zu fühlen. Und ich muss mich nicht schämen, als Frau eine Frau zu lieben. Rebecca ist meine große Liebe. Mit ihr zusammen kann ich endlich das tun, von dem ich überhaupt gar nicht wusste, wie es geht. Ich selbst sein. Für euch klingt das vielleicht banal, aber für mich ist es das absolut Größte und Wichtigste überhaupt. Und ich bin unendlich dankbar und glücklich, dass ich mit Rebecca zusammen zu mir gefunden habe. Also, goodbye, Lily Rose. Du hast deine Liebe vielleicht verloren. Aber Marlene hat sie gefunden und gibt sie nie wieder her. Also ich finde, ein Geheimnis guten Modedesigns ist, man muss die Leute überraschen. Wenn zum Beispiel alle kurze Röcke schneidern, dann bringen klassischen Schnitt auf den Markt. Oder ja, wenn die Magazine Rot zur Trendfarbe hochschreiben, warum dann nicht mal mit Blau experimentieren? Also ja, wer immer das Erwartete tut, der hat schon verloren. Ja, ich habe die Leute eigentlich schon ziemlich oft überrascht. Ja, zum Beispiel hiermit. Ja, die meisten Leute die erwarten das nicht von mir. Und ja, aber wie gesagt, warum immer das Erwartete tun? Manchmal, da habe ich mich auch schon selbst überrascht. Zum Beispiel, ja, meine erste Beziehung zu einer Frau, damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Also, aber ja, es hat sich einfach richtig angefühlt. Ja, es war echt, das war eine wilde Zeit damals. Ich habe einfach nicht so wirklich gewusst, was ich wollte. Aber ich wusste, dass alles anders werden sollte. Ja, kein Stillstand, nur kein Stillstand. Ich finde, das kann man auch ja, so ein bisschen mit dem Motorradfahren vergleichen. Also je schneller du fährst, umso
ja, besser kannst du die Balance halten. Und am schnellsten kippst du um, wenn du langsam wirst oder wenn du stehen bleibst. Und ich habe halt so viel Gas gegeben, dass ich mich am Schluss tatsächlich selbst gefunden habe. Und das hat mich wirklich, das hat mich selbst überrascht. Ja. Marlene hat meinen Bruder Tristan vom Altar stehen lassen, weil sie sich in mich verliebt hat. Das war für ihn bestimmt die böseste Überraschung, die man sich vorstellen kann. Und es tut mir wirklich auch leid, dass Tristan so gelitten hat. Aber ja, man kann sich halt auch einfach nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Und wir haben wirklich auch lange gegen unsere Gefühle gekämpft, aber ja. Marlene und ich. Ich weiß auch nicht, wir passen einfach zusammen. Ich habe zum Beispiel wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich in 10 Jahren für eine Kollektion entwerfen werde, aber ja, ich bin mir einfach sicher, dass ich da noch mit Marlene zusammen sein werde. Ja, das ist einfach so, ich weiß auch nicht.